Grönland, Ukraine, Taiwan, Iran. Man hat das Gefühl, die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Viele haben das Gefühl, die Welt geht im Chaos unter. Wie kann man sich in einer solchen Situation verhalten? Wie kann man sich und sein Vermögen schützen? Damit wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Die Superlative in den Medien überschlagen sich. Viele Medien, viele Publikationen beschreiben die aktuelle Lage als die schwerste Krise, in der sich die NATO und auch die EU seit ihrer Gründung, seit ihrer Entstehung befunden haben. Präsident Trump in den USA scheint unberechenbar zu sein. Jeden Tag fällt ihm etwas Neues ein. Dieses Gefühl bekommt man jedenfalls. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Selbst wenn man zum Beispiel konservativ eingestellt ist, so wie die Republikaner es ja in den USA traditionell waren, ist man mit vielem, was Trump tut, nicht einverstanden und man hat das Gefühl, dass er der amerikanischen Wirtschaft und auch der wirtschaftlichen Entwicklung weltweit großen Schaden zufügt. Hier gibt es zum Beispiel die Debatte um die Annexion Grönlands. Dann wird auch die Unabhängigkeit der Fed, der amerikanischen Notenbank, ja immer mehr in Frage gestellt. Die soll gezwungen werden, die Zinsen zu senken. Laufen die Diskussion um Strafzölle, Strafzölle hier, Strafzölle dort. Jetzt sind wieder einige NATO-Partner der USA mit Strafzöllen belegt worden, weil sie sich ganz klar gegen eine Übernahme Grönlands durch die USA ausgesprochen haben. Aber es sind nicht nur die USA, die einem das Gefühl geben, dass die alte Weltordnung so nicht mehr existiert. Es ist natürlich der andauernde Konflikt in der Ukraine, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Man hat das Gefühl, dass Putin natürlich jetzt frohlockt, wenn er sieht, wie sich so die NATO-Mitglieder behaken. Wer braucht Freunde, wenn man solche Feinde hat? Sagt er sich sicherlich. Dann haben wir vor kurzem gehört von Iran, von diesem schrecklichen Vorgehen der Mullahs gegen die Aufständischen. Dort redet man jetzt von fast 20.000 Toten und fast 350.000 Verletzten. Ganz schreckliche Vorkommnisse, gigantische Brutalität. Und auch hier natürlich die Frage, wie werden jetzt die USA reagieren? Dann haben wir gesehen, was in Venezuela passiert ist, wo der Diktator Maduro gekidnappt worden ist, aber sein Regime jetzt wohl immer noch an der Macht bleibt, gestützt von den USA, muss man sagen. Also wir leben in sehr unruhigen Zeiten und natürlich gibt es dann auch in Deutschland große strukturelle Probleme. Die deutsche Wirtschaft, sie kommt einfach nicht in Schwung. Die Staatsverschuldung in der EU nimmt gigantische Ausmaße an und das natürlich nicht nur in der EU. Wir haben auch gesehen, dass der UK in Schulden ertrinkt. Gleichzeitig fordern die Parteien immer weitere Steuererhöhungen. Dann ist die Rede von einer Wehrpflicht. Es sollen Friedenstruppen in die Ukraine entsandt werden. Das ist die Vorstellung der Europäer. Deine Söhne, deine Töchter, sie sollen in der Ukraine als Friedenstruppen stationiert werden. Ganz klar auch gegen den Willen Russlands. Ein gutes Anzeichen dafür ist natürlich auch, dass Gold und Silber im Wert immer weiter steigen. Viele Anleger suchen sichere Häfen, wobei dennoch natürlich die Aktienmärkte weiter ziemlich stark florieren. Wir sehen, was in Japan passiert, wo auf einmal die Zinsen auf die Staatsanleihen ganz enorm steigen. Auch hier verlieren die Investoren das Vertrauen in die japanische Wirtschaft. Hier gibt es Rekordschulden und die neue Ministerpräsidentin, sie will noch weitere Schulden machen, will ein gigantisches weiteres Schuldenpaket auflegen. Aber die Anleger, sie sagen nein und strafen Japan daher mit sehr hohen Zinsen ab. Also eine besorgniserregende Situation für viele und ich weiß aus den Gesprächen, die ich mit vielen von euch führe, dass ihr euch große Sorgen macht, natürlich um euer Vermögen, aber nicht nur um das Vermögen, sondern tatsächlich um Leib und Leben eurer Kinder, eurer Enkel und natürlich auch euch selbst. Man hört ja auch nichts Gutes aus Russland. So hat ein dem russischen Präsidenten nahestehender Berater ganz klar gesagt, wenn das so weitergeht in der Ukraine, wenn Russland also keine Off-Ramp geboten wird, dann könnte demnächst der Einsatz von Nuklearwaffen gegen UK und Deutschland ganz konkret in Russland zur Debatte stehen. Egal, ob das jetzt Säbelrasseln ist, ob man das ernst nehmen soll oder nicht, die ganze Stimmung ist natürlich aufgeheizt und das Ganze scheint extrem gefährlich zu sein. Ein Pulverfass, auf dem wir sitzen und jeder überlegt sich natürlich, was man jetzt konkret tun kann. Wir sehen das ganz konkret natürlich. Ich kann dir ein Beispiel sagen. Du weißt ja, mein Kollege Daniel reist regelmäßig mit Mandanten zum Beispiel nach Georgien oder nach Serbien.
um dort einen Wohnsitz zu etablieren, um Bankkonten zu eröffnen, um dort eine Residence zu erhalten. Das sind jetzt nur zwei von vielen Ländern natürlich, aber ich bringe jetzt dieses Beispiel hier konkret. Als sie das letzte Mal da waren, also im Dezember, waren sie dort in Tiflis beim Einwohnermeldeamt letztlich, um sich dort anzumelden. Und da waren rund 50 andere Deutsche. Ja, stell dir das mal vor. Also wir waren da mit einer Gruppe von 10 Deutschen und da waren 50 andere Deutsche, die sich dort an diesem konkreten Tag angemeldet haben. Und du weißt ja, Georgien ist ein kleines Land, ein paar Millionen Einwohner. Und Georgien ist natürlich ein Plan B Hotspot, weil es weit ab vom Schuss ist. Jedenfalls, wenn wir uns die EU anschauen, ist natürlich direkt neben Russland. Also das ist natürlich durchaus ein Risiko, muss man sagen. Es ist nicht in der EU, es hat gute Banken. Es ist ein wunderschönes Land. Dieser Andrang an Interessenten führt natürlich dazu, dass die Prozesse in diesen Ländern auch immer schwieriger werden. Die Behörden haben immer mehr zu tun, sie werden immer strenger, sie lehnen immer mehr Anträge auch einfach ab. Wir kennen das auch, das geht bei uns genauso, aber wir haben da sehr gute Anwälte, muss man sagen, gerade in Georgien, die bringen das eigentlich dann immer durch, aber manchmal braucht es 2, 3 Versuche. Ja? Manchmal lehnt die Behörde die Anmeldung ab, manchmal lehnt zum Beispiel auch die Bank dann die Kontoeröffnung ab. Und wir kriegen das dann immer hin, aber man merkt, dass es irgendwo schwieriger wird. Man merkt irgendwo, dass da ein bisschen Sand im Getriebe ist. Ja, das Gleiche kann man auch über Serbien sagen und natürlich über andere Länder auch. Also es ist bei vielen Deutschen oder auch Österreichern natürlich und Schweizern zum Teil sogar auch im Bewusstsein, dass man was tun muss und sie tun auch was. Davon liest du jetzt vielleicht nicht viel in den Medien, aber wir können das jeden Tag sehen. Oder nehmen wir das Beispiel zweite Pässe. Wir haben einige Mandanten, die haben im Juli 2024, also vor mehr als 1,5 Jahren, Zweitpässe in St. Lucia beantragt. St. Lucia, eine Insel in der Karibik, da kann man einen Zweitpass kaufen. Da war der Andrang so groß, dass diese Mandanten noch immer den Pass nicht haben. Also 1,5 Jahre später, weil die immer noch feststecken in den Bearbeitungen dieser Anträge. Natürlich, da gibt es Ineffizienzen, das ist mir natürlich völlig klar. Das will ich jetzt gar nicht hier in Abrede stellen. Aber das zeigt ja einfach, wie groß der Andrang da ist, dass dann auf einmal hier die üblichen Behördenwege verstopft sind und sich alles in die Länge zieht. Die Frage, die ich jetzt dir hier stellen will in diesem Video ist, wie kannst du eigentlich mit diesem Gefühl der Ohnmacht umgehen und auch natürlich auch mit dieser Angst, die man hat, die Unsicherheit, die Planlosigkeit, das Chaos. Das sind ja alles Dinge, mit denen man als Mensch nicht besonders gut umgehen kann. Man möchte Planungssicherheit haben, man möchte Ruhe haben. Ruhe und Planungssicherheit braucht man auch natürlich, um erfolgreich zu sein, um erfolgreich ein Unternehmen zu führen, um erfolgreich anlegen zu können, aber natürlich auch, um erfolgreich eine Familie großziehen zu können. Auch dann kann man nicht in ständiger Sorge leben, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich denke, der erste Schritt ist ganz wichtig. Der erste Schritt ist im Grunde genommen eine Mindset-Frage, wie man so schön auf Englisch sagt. Und hier können wir von erfolgreichen Anlegern lernen. Denn wenn du erfolgreicher Anleger bist, dann weißt du, dass jede Krise immer vor allen Dingen eine Chance ist. Das kann man auch rückschauend oft im persönlichen Leben sagen. Wenn du jetzt nicht mehr 25 bist, sondern schon etwas Lebenserfahrung hast, dann wirst du zweifellos schon etliche Krisen in deinem Leben durchgemacht haben, existenzielle Krisen, sei es in Beziehungen, sei es finanziell oder auch anderweitig in deinem Leben. Aber oftmals realisierst du in der Rückschau nicht, wenn du natürlich in der Bredouille selbst drin steckst, dass diese Krise dazu geführt hat, dass du dich veränderst, dass du etwas anderes gemacht hast, dass sich dann eine neue Tür geöffnet hat, wo sich vielleicht eine andere geschlossen hat. Und im Grunde genommen würde ich dich ermutigen, die aktuelle Situation als genau das Gleiche zu sehen. Du siehst vielleicht gerade noch nicht die Opportunities, wie man so schön sagt, auf Englisch, die Möglichkeiten, wie du von der aktuellen Situation profitieren kannst. Wenn du dich darauf einlässt, dass du dich jetzt richtig positionierst, dann wirst du vermutlich von dieser Krise, von diesem Chaos ganz enorm profitieren können. Ich hatte gerade eben von erfolgreichen Anlegern gesprochen. Letzte Woche hatten wir unser Seminar in Zürich, erfolgreich auswandern als Trader und Investor mit Jay Madro. Jay Madro kennst du vielleicht. Er ist ehemaliger Investmentbanker. Er zeigt heute Menschen, wie sie traden können, wie sie investieren können. Er hat dieses Seminar mit mir zusammen gehalten und hat den Anwesenden dort auf sehr mitreißende, sehr beeindruckende und auch emotionale Weise erklärt, wie Erfolg eben beim Investieren funktioniert. Und dort hat er genau das angesprochen. Also er hat genau angesprochen, dass im Grunde genommen, wenn die Kurse fallen, dann ist für dich angesagt, jetzt mehr zu investieren. Dann ist das eine positive Gelegenheit, jetzt zum Beispiel Aktien zu einem günstigeren Preis zu erwerben, bevor die Werte dann wieder nach oben gehen. Aber das braucht natürlich einen kühlen Kopf, denn vielen steigt der Angstschweiß auf die Stirn, wenn die Kurse einmal einbrechen. So, wenn wir das jetzt auf die aktuelle Situation übertragen, dann musst du die aktuellen Turbulenzen, sei es jetzt geopolitischer Art oder sei es jetzt finanzpolitischer Art, im Grunde auf die gleiche Art und Weise sehen. Und du musst dir jetzt überlegen,
wie du dich entsprechend positionieren musst. Nun, ich persönlich würde sagen, als jemand, der vor 25 Jahren Deutschland verlassen hat, vor 25 Jahren die EU verlassen hat, dass eines der größten Risiken in deinem Leben und eines der größten Kostenfaktoren möglicherweise die Steuern sind, die du bezahlst. Und auch natürlich, dass die Steuern immer weiter erhöht werden. Wir sehen das an der Einführung der Abgeltungssteuer 2008, 2009. Damals hatte man gesagt, wir wollen eine Steuer einführen, damit die Reichen ihr Geld nicht in der Schweiz verstecken können. Am Ende waren dann alle Anleger davon betroffen. Wir sprechen vom Solidaritätszuschlag, der eingeführt wurde, aber nie abgeschafft wurde. Wir reden von den ganzen Ideen, die Politiker sonst noch so haben. Abschaffung der Spekulationsfristen, Abschaffung der Abgeltungssteuer. Und wir sehen das natürlich auch an Debatten in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich, wo vor kurzem die Einführung einer Reichensteuer diskutiert wurde und auch die Einführung nach einer Besteuerung nach Staatsbürgerschaft, die Deutschland übrigens schon hat mit der erweitert beschränkten Steuerpflicht. Genau das wollten die Franzosen einführen, haben es aber dann abgelehnt, weil es ihnen zu links war. Das musst du dir mal vorstellen, die Franzosen. Dazu kommen immer weitere Kontrollmaßnahmen seitens der EU, über die wir hier ja laufend sprechen. Informationsaustausch, Kontenregister, irgendwann vielleicht gibt es mal ein Vermögensregister, Bargeldabschaffung, digitaler Euro, digitale ID. So, also der erste Schritt sollte für dich sein, wie kannst du dich positionieren, wo kannst du einen Zufluchtsort, ein Refugium finden, wo du zum einen vor den geopolitischen Risiken sicher bist, aber auch natürlich vor überhöhter Besteuerung dich schützen kannst. Natürlich gibt es keine absolute Sicherheit, aber es gibt natürlich Länder, die strategisch aus militärischer Sicht nicht sehr interessant sind, weil es zum Beispiel dort keine wichtigen Militäranlagen gibt, weil dort keine Waffen stationiert sind, weil die weit ab vom Schuss sind. Meine Kollegen Harley und Manuel waren vor kurzem 2 Wochen lang in Lateinamerika, haben dort in 14 Tagen die Hauptstädte von 7 Ländern besucht. Wir haben dort mit unseren Partnern, Rechtsanwälten, Steuerberatern, Immobilienmaklern konkret gesprochen, wie man eine Auswanderung in diese Länder organisieren kann. Gerade der südliche Teil Südamerikas, der sogenannte Südkegel, gehört sicherlich zu den sichersten Regionen weltweit. Aber natürlich generell ist Lateinamerika als sicher zu betrachten. Und viele Länder sind auch steuerlich sehr interessant und haben gar nicht die Möglichkeiten und auch gar nicht den Willen, steuerlich so durchzugreifen wie zum Beispiel Deutschland oder andere westliche Länder. Wir können auch über afrikanische Länder sprechen, wie zum Beispiel Tansania. Dort sind wir konkret in Sansibar tätig oder auch Mauritius. Wir können über Asien sprechen, zum Beispiel die Philippinen oder auch Thailand. Natürlich sind die Umstände eines jeden Menschen anders, aber man muss natürlich ganz klar auch Offenheit haben. Ich kann mich erinnern, ich habe vor kurzem mit einem Paar gesprochen, die mit ihrer jüngsten Tochter nach Mauritius ausgewandert sind. Die jüngste Tochter ist 10 Jahre alt. Jeder, der Kinder hat, ich habe auch Kinder und ans Auswandern denkt, der kriegt schon mal Gänsehaut, der denkt, oh mein Gott, wie furchtbar, es gibt da keine deutsche Schule und die Kinder werden totunglücklich werden. Das ist natürlich alles Quatsch. Da unterliegen wir Eltern leider einer schrecklichen Gehirnwäsche durch den Staat. Also das musst du komplett über Bord werfen, aber ich verstehe es trotzdem, wenn du so denkst. Aber da liegst du wirklich komplett falsch. Und wie gesagt, diese Familie hat es mal wieder bestätigt. Ich könnte dir zig andere Beispiele sagen von Familien, die aus Deutschland weg sind mit Kindern, wo die Kinder ebenso viel glücklicher jetzt im Ausland sind, als sie in Deutschland sind. Denn definitiv ist das Leben in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern nicht besonders gut. Ja, das wird uns zwar immer vorgegaukelt, aber objektiv gesehen ist es nicht so. Aber natürlich, wenn du Familie hast, dann fließen in deine Planung andere Aspekte mit hinein, als wenn du jetzt 25 männlich und alleinstehend bist. Ich kann dir ein anderes Beispiel sagen von einem Mandanten. Er ist ungefähr 50, ein sehr erfolgreicher Softwareentwickler. Seine Frau hat sich von ihm getrennt. Sicherlich eine schlimme Lebenskrise für ihn, muss man ganz klar sagen. Ein herber Rückschlag. Er hat damit nicht gerechnet. Aber natürlich eine Erfahrung, die viele machen, die viele Männer machen, inklusive mir auch. Das ist aber mal eine andere Geschichte, die ich an anderer Stelle erzählen werde. Jetzt will ich nicht über mich sprechen. Aber er hat gesagt, ich werde diesen Tag, der vielleicht die größte Krise meines Lebens ist, ja, ich werde diese Zeit dazu verwenden, um hier steil aus dem Gebüsch zu kommen, ja, und mein Leben jetzt richtig positiv zu gestalten. Und ich fange damit mal an, dass ich keine Steuern mehr zahle. Fand ich sehr kreativ. Er ist dann auf die Philippinen umgezogen. Wir haben das für ihn organisiert. Er verbringt natürlich auch Zeit in anderen Ländern. Er hat dort sehr interessante Möglichkeiten, natürlich steuerlicher Art. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier seine persönliche schwierige Situation übertragen auf die komplizierte Weltsituation. Aber letztlich dein Verhalten müsste eigentlich das Gleiche sein. Ja, also er hat ja auch
die Möglichkeiten hier im Ausland gesehen. Er hat gesagt, ich lasse mich jetzt nicht unterkriegen. Ich werde jetzt diese schlimmste Niederlage meines Lebens, will ich sagen, zu meinem größten Sieg machen, zu meinem größten Triumphtag machen, indem ich mein Leben in die Hand nehme, indem ich erfolgreich werde, indem ich mich nicht unterkriegen lasse, indem ich im Grunde genommen noch glücklicher, noch erfolgreicher lebe, als ich es jemals davor in Deutschland getan habe. Oder vor kurzem in der Schweiz bei unserem Seminar hatten wir einen sehr wohlhabenden Ruheständler, 78 Jahre alt. Und er und seine Frau haben gesagt, was hier passiert in Europa, da können wir nicht mehr einfach so tatenlos zuschauen. Wir haben noch 20 gute Jahre, so hat er es gesagt, ja. Und die wollen wir woanders zubringen und nicht hier und nochmal richtig Geld verdienen. Und ich muss schon sagen, er hat schon ein zweistelliges Millionenvermögen. Ja? Aber that's the spirit, so würde man auf Englisch sagen. Das hält einen jung, wenn man noch große Ziele hat und das Gefühl hat, man will nochmal hoch hinaus, gerade auch schon, wenn man ein bisschen betagt ist und natürlich auch, wenn man zu zweit ist. So, ich spreche jetzt hier immer wieder von unseren Events, von unseren Seminaren, von unseren Veranstaltungen und das tue ich nicht ohne Grund. Denn meiner Erfahrung nach eines der wichtigsten Voraussetzungen, die man bringen muss, wenn man ein solches Vorhaben hat, wenn man also für sich realisiert, dass es so hier nicht weitergeht, dass man sich wirklich komplett neu orientieren will, ist natürlich, dass man eine Community hat, dass man ein Netzwerk hat, auf das man sich verlassen kann, wo man weiß, dass man gut aufgehoben ist und wo man natürlich weiß, dass man mit Gleichgesinnten sich austauschen kann, ungefähr die gleichen Anforderungen hat, ungefähr die gleichen Bedürfnisse hat und natürlich auf einen reichen Erfahrungsschatz an persönlicher Erfahrung zurückgreifen kann. Das sind natürlich genau unsere Seminare und Veranstaltungen. Ich bin natürlich immer geschmeichelt, wenn unsere Seminare so gut besucht sind und da könnte ich mir leicht einreden, dass das wegen mir ist aber natürlich nicht so und ist mir völlig klar, sondern die Teilnehmer kommen zu den Seminaren vor allen Dingen, um Gleichgesinnte zu treffen. Unsere Seminare sind ja nicht ganz billig und daher sind die meisten Teilnehmer entsprechend natürlich auch Leistungsträger, die dort sind. Alle sehen die Welt auf die gleiche Art und Weise, alle haben ungefähr so die gleiche Ausgangslage, alle sind in einem gewissen Maß vermögend. Alle schauen über den Tellerrand hinaus, alle sind extrem informiert, extrem gebildet, sind weltoffen, aber allen fehlt so auch noch ein bisschen vielleicht die Inspiration, wie man es jetzt konkret machen kann. Und diese Ideen, wie man es konkret machen kann, die findet man dann eben konkret bei solchen Seminaren und auch von anderen Teilnehmern. Jetzt bei diesem Seminar zum Beispiel auch in der Schweiz war ein Paar dabei aus Deutschland, was die Pandemie in den Cayman Islands verbracht hat. Was jeder sie gefragt hat, ist, warum seid ihr denn dort wieder weggegangen? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich will jetzt die Antwort nicht geben. Das mache ich vielleicht mal in einem anderen Video. Aber wenn man dann von dem Weg hört, den sie gegangen sind, wenn man hört, wie sie das gemacht haben, was es gekostet hat, was es für Probleme gab, was es für Vorteile hatte, was es für Nachteile hat, etc. pp., das sind ja ganz praktische Erfahrungen. Da kannst du stundenlang irgendwelche YouTube-Videos anschauen oder irgendwelche Artikel online lesen. Nichts ersetzt diesen persönlichen Erfahrungsschatz. Dann hatte ich von Jay gesprochen. Jay ist ja auch vor einigen Jahren ausgewandert nach Übersee. Er hat dann auch im Seminar seine persönlichen Erfahrungen geschildert. Und ich erinnere mich an ein drittes Paar, was mit seinen 2 Söhnen jetzt auch im Sommer nach Asien auswandern wird. Der Ehemann und Vater ist hier Softwareprojektleiter und es hat ihm extrem geholfen, dass er seine Jugend aufgrund von familiären Umständen, seine Teenagerzeit im Ausland verbracht hat. Nicht nur hat er die Sprache dann perfekt gelernt, sondern dieses zwischen den Welten gehen und im Grunde genommen realisieren, dass jetzt das Heimatland, vielleicht Deutschland, ein schönes Land ist natürlich, aber definitiv nicht das schönste Land ist, ja, oder es dann noch mindestens 100 andere Länder gibt, die genauso schön sind, wo man sich genauso zurechtfinden kann, wo man ein genauso gutes Leben, wenn nicht ein besseres Leben führen kann. Das hat ihm natürlich dann geholfen, seine Frau und auch seine Kinder entsprechend zu motivieren. Und natürlich konnte er auch andere Teilnehmer, die da waren, dann entsprechend für diesen Schritt begeistern. Aber wenn dir diese Community fehlt, dann ist es natürlich sehr schwierig, denn vielfach ist es bei vielen Menschen so, die ich treffe, dass die eigene Familie, die eigenen Freunde, die eigenen Bekannten ja überhaupt kein Verständnis haben. Die halten dich für komplett verrückt, wenn du da sagst, naja, ich weiß nicht, wie lange das hier noch alles so gut geht, vielleicht wäre es besser, irgendwo anders hinzugehen. Die halten dich ja für komplett Mischugge. Die denken ja, wo soll es denn besser sein? Hier ist doch das schönste Land der Welt. Hier ist das Land, wo Milch und Honig fließen und wo es Bürgergeld gibt vielleicht. Das gibt es nun wirklich im Ausland, nicht in sehr vielen Ländern, muss man sagen. Also daher dieses Heraustreten aus dem gewöhnten Trott, dich einmal irgendwo anders hinzubewegen, dich an eine andere Community anzuschließen, das hilft natürlich ganz enorm. Also, nochmal. Was sind die notwendigen Schritte? Was sind meine Tipps für dich, um in diesem Chaos, in dem wir uns befinden, dich positiv weiterzuentwickeln und sogar vielleicht die beste Zeit deines Lebens zu haben? Erstens, realisiere, dass Zeiten der Krise Opportunities sind. Das sind Zeiten, wo du richtig Geld verdienen kannst, wo du richtig erfolgreich sein kannst. Zweitens, realisiere, dass es viele Länder gibt, wo du ein besseres Leben führen kannst als jetzt, wo du weniger Steuern bezahlst, wo du ein freieres Leben führen kannst.
Und mein dritter Tipp an dich: Such dir eine Community, die dich bei diesem Schritt unterstützt, die dich inspiriert, wo du ehrlich sein kannst, wo du keine Maske aufziehen musst, wo du dich nicht verstecken musst. Unsere Community ist natürlich gerne für dich da. Der erste Schritt könnte sein, dass du zu einem Event kommst oder einfach auch nur unserem Telegram-Kanal beitrittst. Details zu beidem in der Beschreibung dieses Videos. Wir sind zuversichtlich, wir sind positiv. Wir werden dir weiter interessante Länder zeigen, wohin du auswandern kannst. Wir werden weiter interessante Events und Reisen organisieren. Das ist nicht der Moment, um zu resignieren, sondern, wie man so schön sagt, um Kräfte zu sammeln, um nachzuladen und um sich nach neuen Ufern aufzumachen. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich habe Deutschland, ich habe die EU vor 25 Jahren schon verlassen. Ich habe es keinen Tag bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht bereuen. Wir helfen Mandanten seit 20 Jahren, sich steuerlich im Ausland zu optimieren, ihr Vermögen zu schützen, zweite Staatsbürgerschaft und Aufenthaltstitel zu erlangen. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, wie gesagt, dann komm zu einem unserer Veranstaltungen oder natürlich buch auch gerne ein Beratungsgespräch. Informationen zu allem in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.